Ein Wahnsinnssprinter hat sich Marcel bauen lassen in Fehmarn bei Monster Van. Er hat viel einfließen lassen. Unter anderem ist da ein digitales Steuerungssystem eingebaut, was alles kann. Es hat total gigantische Felgen. Es ist, glaube ich, einer der längsten Sprinter, die es gibt. Noch nicht ganz der längste, aber es ist schon fast der längste und es ist fast der höchste. Es gibt zwar noch einen super Hochtag, aber das bauen die, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, ich grüße dich, Marcel. Hallo. Es ist saukalt. Wie hältst du das aus? Ja, gestern bin ich noch mit kurzer Hose und T-Shirt bin ich Rad gefahren. Heute habe ich das auch erwartet. Jetzt komme ich hier in Saarland, es hat 10 Grad und es windet. Muss man durch, mein Gott. Hast du keine Jacke? Der ist wunderschön. Thema Stealth Camping. Das bedeutet einfach mal frei stehen, ohne dass man direkt sieht, dass das ein Wohnmobil ist. Die Fachleute kennen es natürlich ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ganz kann man es nicht von der Hand weisen, wenn man so den Dachträger sieht oder auch vorne mit der Leitbar und solche Sachen, auch wenn wir jetzt hinten noch kommen mit den Radträgern und so, dann sieht man es schon, aber auf den ersten Blick, so wenn ich jetzt gucke, meine Freunde oder so, die sich nicht so mit dem Thema befassen, die würden schon sagen, das ist halt einfach erstmal ein Transporter. Transporter, ja. Und gut, hier vorne, das können wir noch ein bisschen weniger auffällig machen. Das Ganze ist gebaut worden bei Monster Van. Das ist nun wirklich so stealthig. Jetzt müsste nur noch DPD draufkleben. Ja, das wäre noch die Variante, wenn man wirklich irgendwo am Straßenrand dann stehen will, mitten in der Stadt oder so. Aber für unsere Zwecke ist das so auf jeden Fall stealth genug. Wo hast du das ganze Geld her? Bist du Multimillionär? Bin ich leider nicht. Wir sind Influencer, würde ich sagen. Familienblogger bei Instagram. Mut im Bauch ist meine Frau. Echt? Eigentlich. Ja, Mut genau. im Bauch? Mut im Bauch, nur positiv. Also Wut im Bauch positiv sozusagen. Mut im Bauch heißt das Ganze. Und da ist es einfach unser Geschäftswagen, weil wir machen tatsächlich auch nebenbei, verkaufen wir noch Staubsauger und wir machen viele Präsentationen und sind damit eben immer unterwegs. Auch wenn es mal längere Strecken sind, können wir eben überall schlafen, wir können arbeiten von überall und können gleichzeitig auch noch Urlaub machen. Also für uns ist das der wahr gewordene Arbeits- und Urlaubstraum. Habt ihr noch eine Wohnung? Ja, wir haben ein Haus tatsächlich auch noch. Das heißt, wir sind bei Weitem keine Vollzeit-Vanlife-Menschen. Aber ja, es ist für uns die schönste Art, Urlaub zu machen. Mit den Kindern. Wir haben 2 Kinder, 2 Hunde. Ja, Wie alt sind die Kinder? 8 Monate und knapp 4 Jahre. 8 Monate, 4 Jahre. Schönste Zeit vor dir, bald sind sie in der Schule, da geht das nicht mehr. So ist es, damit müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ja, genau, So. Das ist ein Allrad. War da schwer dran zu kommen? Das ist kein Allrad. Kein Allrad. Der sieht nur so aus. Ist der höher gelegt? Der hat hinten das Goldschmidt, also das Luftfahrwerk drin. Der hat eben die großen Felgen und so weiter. Aber wir haben uns gegen ein Allrad entschieden tatsächlich. Zum einen, weil eben das Modell gerade so kurzfristig lieferbar war, dass wir gesagt haben, das ist in Ordnung für uns. Und wie schon gesagt, wir haben 2 kleine Kinder. Und wenn ich ganz realistisch bin, ich brauche kein Allrad im Alltag. Ist es für mich Die Stehhöhe ist, glaube ich, höher. Auch das kommt noch dazu beim Allrad. Und ja, wir haben eine sehr, sehr steile Hofeinfahrt. Ich hatte ein bisschen Bedenken, kommen wir da hoch, kommen wir nicht hoch. Wenn ich hinten aufpumpe, komme ich gut hoch. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten schlechte Wege geht trotzdem und wir werden nicht durch die Sahara fahren damit. So ehrlich muss ich zu mir selbst sein. Leider. Also Schlechtwege geht auf jeden Fall. Er hat Heck-Frontantrieb? Der hat einen Heckantrieb. Heckantrieb. Also das ist schon mal wichtig, dass die Antriebsachse hinten ist. Differentialsperre? Hat er, da fragst du mich jetzt technische Sachen. Irgend so ein elektronisches System, glaube ich. Hat er, ja. Also das hat irgendwas. Auf jeden Fall, ich kann bei mir in einem wirklich sehr, sehr steilen Berg kann ich anhalten, anfahren, überhaupt kein Problem. Das macht er wirklich gut. Der hat ja diese Neugangautomatik, die neue. Das funktioniert hervorragend. Klappert der Aufbau übermäßig? Nee, der Aufbau klappert nicht übermäßig. Das Einzige, es gibt eine neue Tischkonstruktion sozusagen, weil wir 2 Kindersitze, sehen wir jetzt gleich noch, eingebaut haben. Das heißt, der Tisch muss an eine andere Stelle, als es Monster Van eigentlich macht. Und da haben wir jetzt noch ein kleines Spiel festgestellt, weshalb wir da bei manchen Schlaglöchern so ein ganz kleines Vibrieren merken, aber das wird noch angepasst. Auf hohem Niveau? Auf sehr hohem Niveau meckern ist das, ja, definitiv. Also ansonsten wirklich sehr ordentlich gemacht. Gestern, witzigerweise, kam der Schreiner, weil der bei uns im Haus was machen muss und der war auch total Feuer und Flamme, darf mal reingucken und so und war dann direkt so, okay, ja, da wurde da wirklich ordentlich Holz verbaut und so, ordentliche Platten verwendet und so. Und das war uns auch wichtig. Ich bin nicht so der Technik-Freak, also was so Handwerkskunst angeht, aber mir war wichtig, dass das alles ordentlich verarbeitet ist, gut aussieht und das auf jeden Fall geschafft. Ja, Traumberufe Influencer. Bist du selber Influencer? Ja, meine Frau eigentlich in erster Linie. Und also die Frau ist Vollernährer, du bist Hausmann. Ja, also ich bin tatsächlich 6 Jahre in Elternzeit und kann jetzt hier solche Späße machen. Was hast du vorher gemacht? Ich bin beim SWR eigentlich Social Media Redakteur.
Sehr cool. Ja. Also, dann weißt du ja, nee, ich frage nämlich deswegen, weil das ist ja der wahr gewordene Traum. Wohnen quasi, wann immer du willst, unterwegs sein mit allem drum und dran. Und wenn man mal ganz ehrlich sich ein bisschen zusammenreißt, die Kosten im Griff hat, das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man also nicht für jeden Mist alles Geld ausgibt, sondern sich konzentriert auf das, was man will, dann kann man sich Freiheit, glaube ich, schenken, oder? Auf jeden Fall, das ist so. Also das ist gar keine Frage. Uns war das einfach wichtig. Wir haben angefangen damals mit meiner Frau und mit einem Hund, mit einem Caddy, mit so einer selbst ausgebauten Box. Das war so, okay, wir entdecken die Roadtrips für uns. Dann ist es über so einen wirklich von den Schwiegereltern Wohnmobil mit Plastikaufbau und so. Und da war mir einfach klar, okay, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber was, das in sich stimmig ist, wo ich auf der Autobahn mal 130 fahren kann, ohne dass alles auseinanderfällt. Und wenn mal was passieren sollte, dass wir auch safe sind da mit der ganzen Familie. Da ja, man hat das Wichtigste eben immer dabei. Alter, wie alt bist du? Ich bin 31. 31, also mitten im Leben. Ich zeig mal gerade, hier vorne ist Super Mario. Nicht Super Mario, ja genau. Der ist ziemlich cool. Sonst noch irgendwelche Tattoos am ganzen Körper? Oder? Ja. Wollen wir jetzt nicht sehen. Nein, dann wird es sehr kalt hier. Ich kann dich gar nicht einschätzen. Bist du eher jetzt so ein Rocktyp? Oder, ja, schon. Paar Bands? Rise Against, In Flames, also schon eher so die Rock-Schiene auf jeden Fall. Aber ich würde mich jetzt nicht als Rocker bezeichnen oder so. Ist einfach also hier, ich sag mal, 2 Kinder, 2 Hunde, in glücklichen Verhältnissen, festes Einkommen. festes Einkommen ist jetzt, das sagst du, aber es reicht. Der Schwiegersohn. Also nicht alle, die Tattoos haben und Nasenringe, sind böse. Nein, ihr seht es ja. Sehr schön. Also, jetzt musst du mir mal ein bisschen erklären, du hast den in Fehmarn beim Monster-Van einbauen lassen. Ja, das ist so ziemlich der am weitesten entfernteste Punkt, den du hättest wählen können. Das ist wahr. Ich war sehr lange unterwegs, als ich mit dem Zug hochfahren musste. Das heißt, ich habe das Auto auch wirklich blind gekauft. Das heißt, ich habe ihn nie vorher gesehen. Ich habe sehr viele Videocalls mit Adrian gemacht von Monster Van. Und er hat mir sehr viele Bilder geschickt. Also es hat sehr gut auch über die Ferne funktioniert. Und es war wirklich so, ich fahre mit dem Zug hin, direkt neben dem Bahnhof ist die Halle von ihm. Ich komme rein, sehe dieses Auto und dachte, genau so habe ich es mir vorgestellt. Perfekt, nehme ich so mit. Der Adrian ist ziemlich außergewöhnlich, anders kann man es gar nicht sagen. Er baut Träume am Reißbrett und plottet die quasi anschließend raus. Ja. Wenn es einen großen Metall-3D-Drucker gäbe, hätte er den auch noch in Betrieb. Aber er produziert Sachen, die so genau sind, dass also man das so gar nicht bauen kann selbst. Ja? Es ist absolut verrückt. Also ich könnte es sowieso nicht, da bin ich ganz ehrlich. Aber das hat eben auch den ganzen Prozess so ein bisschen einfacher gemacht, weil er konnte mir halt die ganze Zeit einfach seine Cut-Dateien zeigen. Das ganze Auto, auch innen, alles war eben so, dass ich sehen konnte am PC und das war halt für mich schon auf jeden Fall auch ein Kaufkriterium, wo ich eben gemerkt habe, da sitzt jemand, der macht das professionell und nicht mal so nebenbei irgendwie mal einen Ausbauschustern. Und das merkt man. Was ist es für einer? 319 CDI, was hat der für eine Motorisierung? Der hat den 9-Gang 190 PS hat er, glaube ich, Automatik. Also ich glaube, es geht nicht mehr, oder? Es geht, glaube ich, nicht mehr, nee. Der ist auch sehr sauber, das ist ein eigentlich nicht so leises Fahrzeug, weil das ist ja gedacht, um mal 3, 4, 5 Jahre mal zu halten, viele Kilometer zu kriegen und so. Und jetzt ist es quasi ein Edelvan. Was habt ihr denn so verändert, damit er möglichst viel Rost widersteht? Hast du schon Unterbodenschuss? Nee, soweit ich weiß, hat er das nicht gemacht. Wie gesagt, da fragst du mich jetzt technische Dinge, die ich dir so im Detail... Ist nicht schlimm, aber ich sag mal, wir können ja mal drunter gucken, weil du willst ihn wahrscheinlich länger wie 5 Jahre benutzen. Aber ich glaube, der kommt schon mit einer ganz guten... Mit einem ganz guten Schutz. Früher, du weißt das noch, da hatten die Sprinter immer hinten am Griff, hatten die Rostnasen. Ja, das stimmt. Das ist vorbei, glaube ich. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Und bei uns steht er immer im Trockenen. Wir haben uns extra so einen geschlossenen Carport bauen lassen in den Hof, dass er wirklich immer trocken steht. Das sind die Fahrradhalterungen. Geil. Die sind geil, ja, die sind richtig geil. Aber vielleicht sieht man es auch da, rechts neben der Halterung, wenn du vielleicht kurz drauf filmst. Wo denn? Zeig mal drauf. Ganz oben die kleine Delle. Siehst du sie? Ja, man sollte keinen Rennradlenker, also die werden ja praktisch vertikal gehängt, die Räder. Ja, und wenn man dann hinten gegen einen zu tiefen Anhänger fährt mit dem Hinterrad, dann passiert das. Muss ich mir rausziehen lassen. Aber Scheiß drauf. Ist so, wenn ich unterwegs bin im Urlaub, hängen da immer Räder drauf, das heißt, dann sieht man es nicht. So ist es. Ja, aber das ist so eine Sache, da denkt man halt jetzt dran, aber mit der Zeit, ganz ehrlich, du kannst ja speziell dieses Auto kannst ja reparieren lassen an jeder Ecke. Das ist ja geil, weltweit sogar. So ist es. Das ist für mich auch ein Riesenvorteil gewesen, ja.
schwarze Positionslampen. Wie habt ihr die denn hinbekommen? Das habe ich nicht hinbekommen, das hat alles Adrian für uns gemacht. Und ich fand es einfach nur geil. Als ich es gesehen habe, dachte ich, okay, genau so soll das aussehen. Ja, also cleaner geht's, finde ich nicht. Ja, total clean. Die Farbe finde ich auch super. Ja. Die ist, du kannst ja bei Mercedes die Wunschfarbe deines Vertrauens wählen, wenn du früh genug Türen hat er an der Beifahrerseite. Ja, genau. An der Beifahrerseite eine Schiebetür mit elektrischer Zuziehhilfe, das heißt keine automatische Tür. Ja, wir hatten aber auch tatsächlich, das muss ich auch sagen, also dieses Auto gab es so, das konnten wir so kaufen, weil es eigentlich als, wir zeigen, was geht, Auto gedacht war. Und wir haben dann gesagt, das wollen wir genauso haben, weil es geil wird. Und ja, haben wir dann genommen. Ein DV-Stecker, guck mal. Ja. Ja, den habe ich gerade im Einsatz. Wenn du mal gerade öffnest, dass man mal reinguckt, das ist die Außenstromversorgung. Ja. Und der ist ziemlich cool. Bitte mal öffnen. Wir gerne. gucken mal gerade ins Fahrerhaus rein. Das heißt, du hast Adrian komplett vertraut. Du hast gesagt, das ist mein Auto. Komplett, ja, komplett. Also er hat den auch so bestellt. Er bestellt sie ja in Maximalkonfiguration sozusagen, was vorne geht. Also mit dem großen Navi und so weiter drin. Aktiver Spurhalteassistent, geht der? Der funktioniert alles. Funktioniert besser als bei meinem Multivan, den ich die ganze Zeit in der Reparatur habe, den T7 mit Sensoren, die kaputt sind ständig. Also hier hatte ich bisher noch keine Probleme. Allerdings auch erst 4000 Kilometer gefahren. Die Luftfeder mit Pumpe sehe ich. Ja, genau. Kann ich immer schön, bevor ich meine steile Auffahrt hochfahre, einmal hochpumpen und dann läuft das. Also alles bestens. So, und das ist Länge, was haben wir, 7 Meter? 7 Meter genau, ja, ziemlich genau, ja. Das ist übrigens das Anschlusskabel von dem DEFA. Wenn du das mal gerade rausnimmst, dass die Leute das einmal sehen. Witzigerweise war dieser Anschluss noch nie in Benutzung. Also wir waren... Hat er mir erzählt, Ja, der Adrian. wir waren unterwegs, also wir waren jetzt 10 Tage in Slowenien, in Kroatien, in Österreich und wir standen die ganze Zeit autark. Das heißt, wir haben ja eine ziemlich große Batterie hinten drin, 400 Ampere, wir haben 2 Solarplatten auf dem Dach und ja, der lädt sich ja auch eben, wenn wir fahren und dementsprechend, ich glaube jetzt hat er so 80% Strom oder so und ich hätte noch nie angeschlossen, also wirklich einfach auch zu Hause, ist einfach immer nur autark. Ja, jetzt ist ja auch, ich habe da vorne auch Solar drauf gemacht, 200 Wattstunden Solar, Peak und habe eine 150 Ampere-Stunden Liontron reingemacht, war immer voll. Ja, also wir haben 400, also wir haben die 200er Liontron. Ja, die brauchst du auch mit 2 Kindern. Und vor allem, wir haben ja alles elektrisch, das ist ja komplett gasfrei, mit Induktion und so weiter. Wir haben hinten, Sehen wir gleich. Ja, sehen wir gleich, genau. Und mit Dachklima, da ist, brauchen wir ein bisschen Strom. So, dann hast du ihn abgeholt. Gänsehaut-Feeling ein bisschen? Ja, total. Nicht nur ein bisschen, total. Also es war beeindruckend. Und auch für meine Frau zum Beispiel, die hat das Ding gekauft mit mir zusammen, hat mir vertraut, dass es gut ist und hat noch nie einen Sprinter vorher gesehen und war natürlich total beeindruckt, als sie das gesehen hat. So. Ja. Ledersitze, was ist denn das hier für eine schöne blaue Lampe? Die macht mich ja... Das ist die Alarmanlage. Ja, Okay. genau. Also die ist jetzt ausgestellt, die blinkt normalerweise, wenn sie eingeschaltet ist. Und blau siehst du wahrscheinlich aus dem Space Shuttle. Ja, das sieht so ein bisschen aus, ja. So, cool. Außen ist ja total unauffällig. Der Wassereinlass, wo ist der? Der ist innen, also praktisch hinten, wenn man die Hecktüren aufmacht. Dann, Komm, wir machen die mal auf. Ja, gerne. Was sind das für Felgen, für coole? Das sind Black Rhino. Die, genau, normalerweise sind, also ich sag mal, Delta würde man wahrscheinlich erwarten jetzt auf so einem Auto, wenn man in diese Kategorie geht. Aber ja, Adrian, auch da habe ich komplett vertraut. Rein optisch finde ich sie richtig gelungen, passen da richtig gut dazu. Und es ist ein bisschen was anderes eben auch mal. Und ja, wie gesagt, was die Qualität und so angeht, habe ich ihm vollkommen vertraut. Und ja, bisher kann ich mich nicht beschweren. Mach mal die Tür zu, damit es schön warm bleibt. Ja, gerne. Dann haben wir, denn es ist echt uselig. So, Heizung werden wir gleich mal gucken. Das habe ich soweit verstanden. Dann hast du hier eine Anhängerkupplung für die Fahrräder? Die ist, ja, das war tatsächlich einfach so eine Konfiguration, die war halt dabei. Habe ich mitgenommen. Schadet ja nicht. Also Anhängerkupplung kann man immer gebrauchen. Dann haben wir halt ja die Leiter, die ist ja so, also das ist sozusagen der Prototyp. Bisher gab es noch keine Leiter von Monster Van. Das heißt, das war ein Wunsch von mir, dass wir die haben. Der Ursprungsplan war auch, dass wir mal noch ein bisschen Dachterrasse drauf machen. Das ist momentan jetzt noch nicht so. Das heißt, momentan ist oben die große Dachklimaanlage, eben die 2 großen Solarpaneele. Wir werden noch so ein paar Trittbretter sozusagen, so Metalltrittbretter drauf machen. Wir wollten erst eine Holzterrasse drauf machen, aber Gewicht, kommen wir vielleicht auch noch drauf, hat dann dagegen gesprochen. Was ist das hier für eine Tonnage? Bitte? Ist das ein 3,5 Tonner? Nee. Das ist ein 3,5 Tonner momentan. Gut, ich sag mal nichts. Mach mal auf. Ja. Oh ja, jetzt sehe ich schon mal direkt die Konzeption. Ihr seid ja zu viert. Ja, genau. Wer schläft denn oben, die Kinder? Ja, das ist, also eigentlich ist das von der 4-Jährigen das Bett oben. Sie hat bisher von, ich würde sagen, 15, 20 Nächten, die wir hier verbracht haben,
1,5 da drin verbracht. Ansonsten haben wir hier unten wie die Sardinen zu viert geschlafen. Ich habe ja auch einen Sohn, einen 10-Jährigen und habe noch 2 Töchter, die sind aber schon groß. Okay. Kann ich verstehen. Ja, die Kinder sind, bei uns ist halt, wir sind Familienbett, das heißt, wir schlafen zu Hause auf 3 Metern Breite und das ist, alle sind so gewohnt, dass man eben da nebeneinander schläft. Und so ist es halt hier jetzt auch. Aber wir haben eben die Möglichkeit, dieses Bett da oben, also das ist ja jetzt nur ein kleines Kinderbett sozusagen, von innen sehen wir. Ein kleines Kinderbett. Ja, also Okay. da ist auch ein Rausfallschutz sozusagen. Erzähl mal von der anderen Seite nochmal. Wir können aber das obere Bett erweitern. Das heißt, es hat dann die gleiche Liegefläche wie das untere Bett. Das heißt, dann können wir, das werden wir jetzt in Zukunft. Okay, das heißt, das Kind schläft oben quer. Ganz Die große, so ist es mal geplant. So, genau, das hat sie wie gesagt jetzt einmal gemacht. Mal gucken, wie oft sie es noch machen wird. Ansonsten werden wir es vielleicht halt dann wieder so umbauen, dass wir oben dann die gleiche Liegefläche haben. Warte mal ab, wenn sie mal 11 ist. Dann wird es anders sein, ja. So, da oben ist noch ein Scheinwerfer, ein heller. Scheinwerfer, genau. Kann man immer gebrauchen, dass man hinten ein bisschen, wenn man gerade irgendwie autark steht. Mach mal an. Ja, kann ich machen. Ja, ich will nur mal, gerade mal, wenn du gerade dabei. Ach so, per App? Kann ich per App machen, das ist kein Problem. Wir hoffen, dass kein Vorführeffekt eintritt, aber normalerweise nicht. Und zwar kann ich jetzt hier sagen... Ist der per WLAN verbunden? Oh, krass! ja, genau. Das funktioniert. Ausmachen? Machen wir mal aus. Ja, natürlich. Per App? Ja, per App. Per App. Geht das jetzt nur, weil du jetzt in der Nähe bist? Nein, das oder? geht von überall. Von überall, wo ich bin, vollkommen egal. Ich brauche einfach nur eine Internetverbindung. Das Auto braucht eine Internetverbindung, hat aber eine integrierte LTE-Karte sozusagen. Das heißt, das geht überall. Ich hatte bisher da noch nie Probleme, auch im Ausland. Was ich geil finde, ist der Hauptausschalter. Ja. Denn da kannst du wirklich das Ding totlegen. Ja, genau. Rumdrehen, abziehen oder auch nicht abziehen und dann ist alles tot. Außer, das hat Adrian so gemacht, dass praktisch die Batterie noch geladen werden kann über die Solarpaneele. Das läuft wohl weiter. So, mach's aus, aber die ist immer voll. Genau. Ja. Verstanden. So, und da sieht man auch schon den Möbelbau. Ja, genau. Es riecht lecker, finde ich, oder? Ja, doch. Also, Es riecht gar nicht es riecht nach neuem Möbelhaus. ja, ist so, eben. Da ist nichts mit Plastik und so, da ist halt wirklich alles ordentlich gemacht. Da hinten liegt jetzt noch ein bisschen Zeug drin. Aber was liegt da drin? Was ist das? Das ist ein Wasserstaubsauger, das ist wie gesagt, damit fahren wir durch die Lande sozusagen. Und Kenn ich. Den Ich kennst habe du, oder? mal eine Vorführung gehabt. Ah, Von echt, den- ja? Ja, siehst du, ja genau, die machen wir damit tatsächlich. Also Mut im Bauch, Putzfee ist unser Es ist, Account, sau teuer, aber hat so viele Vorteile. Ja. Also ich will jetzt ja nicht, ich sag mal, ins Multilevel-Marketing einsteigen, aber die Leute, die den haben, sind, glaube ich, super begeistert. Ja, total. Also genau. Und wir machen das total gerne. Das ist für uns ein riesen Ding. Und für uns ist, wie gesagt, das passt. Wir haben den immer dabei. Das ist tatsächlich unser Präsentationsstaubsauger. Deswegen ist der jetzt da hinten auch so drin. Und wenn wir eben in Urlaub fahren, dann passt da genau unser doppelter Thule-Anhänger rein. Das heißt, das ist ja dann gleichzeitig Kinderwagen und Fahrradanhänger für uns. Also guckt mal, liebe Frauen, also wenn ihr mal so einen Hühler braucht, dann einfach an wen? Mutimbauch.putzfee heißt der Instagram-Account. Das ist meine Frau. Nochmal, Mut im Bauch, Putzfee. Putzfee, genau. Mut im Bauch ist eigentlich unser Instagram-Account, den wir halt so zu allem machen. Mut im Bauch.putzfee. Da gibt es eben dann alles, was den Staubsauger betrifft. Und ja, wir kommen dann auch gerne vorbei im T-Shirt und zeigen euch den. Oder Du bist, dir ist nicht kalt gerade. ich bin da relativ schmerzunempfindlich. Unglaublich. Also ich könnte jetzt nicht hier stehen. Also ich bin ja voll im Wintermodus noch. Die Klimaanlage ist sie gut? Die Klimaanlage haben wir einmal bisher angehabt, hat funktioniert. Für uns ist es wichtig, vor allem für die Hunde in erster Linie. Das heißt, dass wir, auch wenn wir mal die Hunde mal einen Moment im Auto lassen wollen, dass die eben auch funktioniert. Und da kommt dann tatsächlich auch der Punkt ins Spiel mit von überall sehen, wie viel Grad hat es im Auto, von überall die eben alles steuern können. Geht alles. Funktioniert alles. Funktioniert alles. Ja. So, jetzt ist Wasservolumen lang, das für 4 Personen. Ja, total. Also wir haben, also mit Leitungen werden wir wahrscheinlich so bei 90, 95 Liter rauskommen, würde ich sagen. Hatten wir bisher nie Probleme. Also wir fahren da jetzt auch nie voll mit. Ich meine, Wasser kriegt man überall. Was ich geil finde, ist, dass das Einladen des Wassers ist innen. Und das ist natürlich super. Das heißt, du siehst von außen nicht. Ja. Wenn da mal was drüber läuft, weil du es nicht früh genug rausgenommen hast, machst du es weg. Macht man es halt weg, genau. Das ist halt weniger schlimm. Hier drüben, das ist ganz schön, weil man sieht ja rein theoretisch nicht, wie der Stand ist. Das heißt, hier, das bleibt auch an, das Display, und das läuft live mit sozusagen, diese Animation. Und das funktioniert Das auch. funktioniert. Also das hat vielleicht 3 Sekunden Verzug, aber genau, wenn man oben angekommen ist, ist man ein bisschen vorsichtiger. Rechts nebendran ist Schmutzwasser und ja,
das funktioniert für uns tatsächlich perfekt. So, cool finde ich die Originalfenster. Du siehst von außen wirklich nicht auf Anhieb, was da los ist. Habt ihr drin eine Verdunklung? Oder wie? Ja, wir haben tatsächlich diese Project Camper Die sind noch gut. mit Magneten, die sind super. Aber wir sind tatsächlich gar nicht die Typen dafür. Uns ist es Scheißegal. vollkommen Okay. egal. Gut, Ob verstehe. die Leute uns sehen oder nicht. Wir haben die jetzt momentan auch gar nicht dabei. Das heißt, ja, theoretisch haben wir haben sie bisher noch nie benutzt. Okay. Was ist hier vorne das rote Seil? Das rote Seil gehört zum Fahrradanhänger. Das ist einfach nur... Diebstahl. Nee, Diebstahl nicht. Da kommt nochmal ein fettes Schloss drum normalerweise. Aber, Absturzsicherung. ja, genau. Verstehe, falls ein Fahrrad sich mal selbstständig macht. Ja, genau. So, dann hast du 12 Volt. Hier kommt die Solarzelle. Ja. Du kannst nämlich, glaube ich, noch externe Solar anschließen. Könnte ich auch noch, genau, tatsächlich. Brauchst aber nicht. Bisher habe ich es nicht gebraucht, nee. Cool. So, also, wir gehen mal rein. Es ist kalt gerne. genug. Bitte mal zumachen. Ja, sehr gerne. Ja, so soll das auch klingen. Ja. Dann keine Extrafenster, finde ich auch cool. Die Originalfenster nur drin. ja, genau. Und dadurch siehst du natürlich nicht so viel. Die Zuziehhilfe, das ist die baut halt gar nicht auf, oder? Nee, überhaupt nicht. Man sieht sie nicht. Definitiv. Mach noch mal zu. Ja, gerne. Geht wieder rein. Weg. Verschwindet. Absolut weg. Weg. Geil, nochmal auf. Das kenne ich so nicht. Genau, hier haben wir jetzt einen Stopp drin, damit man eben auch so, dass man nicht immer die ganze Tür aufhat und sie nicht einfach zufällt. Genau, und dann... Jetzt gehen wir mal ran. Junge und Mädchen, war das richtig? Junge und Mädchen, genau. Der Kleine ist ein Junge, So, dann große Mädchen. bitte mal Vollgas machen an Licht, alles was du hast. Gerne. Also Schalter hast du auch noch, diskrete Schalter hier? Ja, genau, das sind alles Wi-Fi-Schalter sozusagen. Das heißt, hier hat man immer noch mal ein kleines Display, kann so die Grundfunktionen eben auswählen. Und hier haben wir 2 Belegungen, wo man einmal hier links ist dann eben alles aus und rechts ist dann einfach nochmal an. Und dann können wir hier über das Display drüben nochmal eben auch anpassen, wie viel wollen wir. Jetzt machen wir mal. Also dimmen geht auch. Dimmen geht auch, selbstverständlich, stufenlos. Ich mache jetzt mal hier alles auf Vollgas. Gehen wir mal hier noch und hier noch. Haben auch die Dusche dann beleuchtet. Ja, genau. Das wäre jetzt. Und dann können wir noch hier unten, haben wir noch ganz schön diese Ambientbeleuchtung. Das sieht man jetzt hier unten. Weiß nicht, ob Ja, das rote hier. ja, genau. Das ist sozusagen, da sind WLEDs drin, die halt wirklich mega flexibel sind. Das heißt, da kann man, also meine Tochter schläft am liebsten mit Regenbogen. Das heißt, da läuft dann so ein Regenbogen entlang. Ja, das ist ein bisschen eine Spielerei, aber es ist ganz witzig. Und für uns ist es halt unser Nachtlicht. Ist halt total geil. Machen Fast nichts. die Tür mal bitte zu. Ja, sehr Das ist gerne. lieb, weil es ist so schattig. Ich habe ja großen Respekt vor dir, dass du wirst wahrscheinlich 119. Genau. Das ist ja mal ein richtiger Lebensraum hier. Das heißt, du kannst, die Kinder wollen ja immer mal ein bisschen toben und so. Ja, mal tagsüber. Ja, da hinten ist es Paradies. Da wird halt immer mal auch dann gerne von da oben runtergesprungen und so. Aber das hält das auch alles aus. Also alles bestens. Sag mal, wie hast du jetzt erfahren nochmal vom Adrian? Also ich war auf der Suche, wer baut mir einen ordentlichen Sprinter, und es gibt ja ein paar Anbieter, die das machen, und dann war es wirklich einfach so, 1000 ungefähr. ja, ungefähr, ja. Und dann habe ich einfach mal geschaut, wer macht sowas, und habe dann Adrian mal kontaktiert. Und bei vielen anderen ist es halt eben auch so, ich habe mit 2, 3, also ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, habe ich dann angefragt, um einfach mal so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und Adrian hat sich halt, ich glaube, am selben Abend hat er mich zurückgerufen und hat gemeint, hey, lass uns sprechen und so. Und ich habe halt gesagt, wir haben halt Lust, wie sieht es bei euch aus? Das war aber nicht, als ich die Videos schon gedreht hatte, oder? Zu dem Zeitpunkt stand schon fest, dass wir ihn kaufen, doch, ja. Ja, da war schon, also das war schon deiner quasi. Das war dann schon meiner zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. So, ich bin ja dann oben, hast du die Videos geschaut, die ich gerade gemacht habe? Ich habe die alle geguckt, ja. Ich habe die alle mehrfach geguckt, weil für mich war das natürlich auch total spannend, dass ich irgendwie da so einen Einblick in den ganzen Prozess, weil klar, War das gut? Habe ich das gut erklärt? ja, total. Du hast spannende Fragen gestellt. Du hast, Blöde Fragen, denke ich mal. eine blöde überhaupt nicht. Also wie gesagt, du bist ja viel mehr im Thema als ich, aber für mich war das einfach nochmal so, die ganze Technik im Detail zu sehen. Das war schon spannend. Also, Jetzt sag mal, jetzt hast du ja Kinder bekommen und dann kennst du ja, wenn man Kinder kriegt, ändert sich ja so ein Modus. ja. Und zwar haben wollen nicht mehr Auto, keine Ahnung was, sondern dann das Kinderzimmer einrichten, den Trolley kaufen, der Stocke, ich nehme an, ihr habt einen Stocke. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich 2. Also ich habe ja auch einen Stocke gehabt. Dann änderst du dich. Wie ist das, wenn du hier so ein Auto anschaust? Da ist das ja genauso. Dann bist du ja im Autokaufmodus. Ja. Und siehst auf einmal nur noch irgendwelche Sprinter, oder? Ja, war so tatsächlich. Also es war für uns ein wirklich lange gehegter Traum, wo wir auch dann lange von Abstand genommen haben und gesagt, das ist einfach
weil ja, es ist preislich für uns einfach momentan eine Herausforderung und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir kombinieren das eben so, wie ich schon erklärt habe, dass wir das einfach auch gewerblich nutzen dann und aber gleichzeitig unseren Kindern einfach, weil wir gesagt haben, also für uns gibt es nichts Schöneres, als mit den Kindern unterwegs zu sein und frei zu sein und einfach das machen zu können, worauf man Lust hat. Und auch bei uns, wir wohnen im Schwarzwald, wir können mal übers Wochenende 1-2 Tage irgendwie. Wo ungefähr die Richtung? So Baden-Baden, die Ecke Nordschwarzwald. Sehr schön. Und da kann man halt auch mal schön irgendwie einfach Samstag auf Sonntag stellt man sich irgendwo hin, geht ein bisschen wandern, Tierpark, was auch immer. Und dann hat man ein schönes Wochenende mit der Familie. Es muss nicht immer weiß ich nicht, Spanien sein. Jetzt ist ja so, du arbeitest ja viel. Also es ist ja nicht so, dass du da einfach dir diesen Traum da gegönnt hast, indem du, da hat man wenig Freizeit, man kann schlecht planen als Selbstständiger? Ja, das ist wahr. Aber man kann halt auch von überall arbeiten. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Das muss man einfach so sagen. Also wir können es halt auch öfter nutzen, als wenn ich jetzt den ganzen Tag im Büro sitzen müsste und auf meine paar Wochen Urlaub im Jahr angewiesen wäre. So, jetzt zeig mir mal, was ist das da? Das sieht schon mal aus wie 5 Sterne. Sag mal. Also, wir haben hier einmal ein Brett. Das heißt, wir können hier die Arbeitsplatte ein bisschen verlängern. So. Und das passt alles? Das passt alles. Alles genau auf den Millimeter passt das. War bei uns so, weil normalerweise wird die Küche bis hierhin gebaut. Das heißt, diese Ecke gibt es eigentlich nicht, sondern die Küche geht hier weiter. Das haben wir aufgrund der ungewissen Kinderplanung so gebaut oder so bauen lassen bei Adrian. Das heißt, es war für uns wichtig, wir haben ihm eben gesagt, hier, wie können wir das machen? Wir wissen nicht, unsere Kinderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Wenn wir den jetzt kaufen und wir wollen den für die nächsten Jahre natürlich auch behalten und bekommen plötzlich ein drittes Kind, können wir den nie wieder benutzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? Und dann hat er sich eben wirklich ins Zeug gelegt und informiert und geschaut, was können wir da machen. Und diese Platte ist sozusagen verschraubt und dann rausnehmbar. Und unten drunter kann dann ein Schienensystem installiert werden. Das für den dritten Sitz. Für den dritten Sitz, den wir dann hier noch hinstellen können. Dann wird das Ganze natürlich ein bisschen friemelig, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, ist dann für die erste Zeit mal in Ordnung. Ja. Cool. Ja, jetzt hättest du dir ja auch irgendeine weiße Ware kaufen können. Hättest du jetzt hier einen Knaus oder so ein egal was und wärst dann damit, das war nicht deins, oder? Nee, das war nie unseres, muss ich sagen. Weil wir waren, wie gesagt, auch viel im Urlaub mit dem Wohnmobil von meinen Schwiegereltern. Das ist wirklich so, ich glaube, Ahorn, normales Wohnmobil, 7 Meter auch, mit extra Schlafzimmer und was weiß ich. Aber es war halt immer so, für mich sind diese Autos oft einfach dafür gemacht, man fährt auf den Campingplatz, stöpselt ihn an Strom und dann lebt man dann auf dem Campingplatz eine Woche und fährt wieder nach Hause. Und das ist, also wir waren mit dem Auto noch nie auf dem Campingplatz und werden es wahrscheinlich auch so schnell nicht sein, sondern wir gucken halt, wo können wir irgendwie schön, wo ist es erlaubt auch zu stehen oder zumindest einigermaßen. Wir fahren dann oft auch wieder weiter. Stealth, so ein bisschen. Schon, ja. So, dann sag mal, darunter ist eine Konstruktion, was kann die? Ja, genau. Die ist tatsächlich zum ersten Mal für uns entwickelt worden. Und ich lasse es jetzt mal noch so, dass man es ein bisschen sieht. Hier hinten ist, also das ist praktisch ein Tisch, der kommt hier drüben dran. Da ist im Moment der. Ja, genau. Hinten dran ist so eine Schiene, die sieht aus wie die hier. Und da wird er dann eben eingehängt und kann mit dem Fuß dann dorthin gestellt werden. Also das ist der große Tisch, mit dem ihr abends auch essen könnt, oder? Ja, genau, so ist es. Weil ich brauche irgendwo einen Teil. Ja, genau. Zeigen geht jetzt nicht, mal kurz. Zeigen mal kurz. Ja, wir müssen halt hier alles abschnallen, das können wir schon machen. Ja, mach mal. Sollen wir machen? Ja, weil die Leute, die sagen dann immer, es ist ja kein Tisch dabei. Ja, verstehe. Und das heißt, wir haben hier eben den Britax-Römer. Ja, ich bin ja kein Britax-Fan, aber... bei uns war das tatsächlich in dem Fall. Die geben sich nichts, glaube ich. Nicht viel, also was die Sicherheit angeht, glaube ich sowieso nicht. Das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, da hinten, die Kinder haben wie geil! Du hast Originalkinder. Ja, ich zeig's mal. Originalkinder, die sind nicht erfunden. Ist das geil? Da wird schön gegessen. Es sieht bei jedem Kind gleich aus. Ja, oder? So muss es doch aussehen. Aber der Stoff ist automotiv, sagst du, das macht ihm gar nichts, oder? Nee, überhaupt nicht. Also den sauge ich ab. Wie gesagt, die Elektrobürste hinten von dem Staubsauger im Kofferraum tut da seine Dienste, ist überhaupt kein Problem. Und das funktioniert für uns sehr gut. Jetzt muss ich kurz gucken. Tatsächlich hatte ich ihn bisher noch gar nicht gebraucht. Aber du gibst mir recht, das war jetzt sehr spontan. Was denn? Ja. Dass ich gesagt habe, mach mal. Ja, genau. Aber das kriegen wir hin. Also so sieht das Ganze dann aus. Dann kann man den eben noch drehen, den Sitz. Und dann kann man eben hier
das Ganze ausfalten. Und hier eben genauso. Ist das schön, oder? Schon, also richtig schön gemacht, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz glücklich. Hier kommen noch andere Schrauben rein, hat mir Adrian sogar schon zugeschickt, ich habe sie noch nicht getauscht. Das sind noch sozusagen die Bauschrauben. Okay, die werden dann noch ein bisschen schöner. Ja, da kommen dann genau, weil die haben eben ein bisschen Lackprobleme gehabt, aber da habe ich schon neue, die muss ich nur noch austauschen. Genau. Und Ja, dann, der ist schon sehr genau, der Adrian. Ne? ja, der ist da wirklich, also bis ins kleinste Detail, das muss ich schon sagen. So, jetzt bau mal gerade hier bitte, also hier mal alles erklärt, aktiver Abstands, also alles, was, glaube ich, die Preisliste geboten hat, ist hier drin. Ja. Dann in Jena Soundsystem, ist das gut? Ja, ich bin sehr glücklich damit. Vor allem können wir links umschalten, also es sind sozusagen 2 Konfigurationen, weil hinten am Bett sind auch nochmal Lautsprecher. Das heißt, wir können uns dann für abends, also es ist mit Bluetooth dann, wenn wir hinten Serien gucken wollen oder so, können wir eben das ganze System nach hinten verlagern. Und wenn wir fahren ganz normal, dann ist es eben ist der Fokus eben vorne, genau. Ja, bau mal zurück. Ja, gerne. Denn Sehr gerne. ich denke auch, dass der Tisch muss ja nun wirklich nicht größer sein, weil ihr habt ja noch 2 Hunde, da kommen wir gleich da drauf. kommen Sind wir die gleich noch dazu. große Hunde? Ein kleiner, ein großer. Also ein kleiner Münsterländer und so ein Rehpinscher. Also das ist überschaubar. Ich habe ja 3 kleine Windhunde, Windspiele. Echt? Oh. Ja. Die passen eigentlich in eine Box rein, aber dann fühlt sich die etwas größere dann unwohl. Ja, okay. Und aber ist das nicht so, als wäre das schon immer so da gewesen, Ja. die Lösung, oder? Ja, genau so fühlt sich das für mich an, tatsächlich. Und das sieht, wie gesagt, auch alles so, ja, es ist so eine Konstruktion, wo man sieht, okay, da hat sich jemand wirklich viele Gedanken gemacht. Und das sieht man einfach bei dem Auto in so vielen Punkten, dass man einfach merkt, da wurde nicht irgendwas versucht, sondern es wurde einfach perfekt geplant und dann gemacht. So, und der war ja nicht ganz billig, muss man sagen. Der Der ist war jetzt nicht schon ganz wieder viel teurer, Ja, auch das weiß nochmal. ich. Ja, auch denn das nochmal, ja. als du zugeschlagen hast, war der Adrian ja noch im Konzeptstatus. Ja, genau. So ist es. Was ist denn das für ein Feld? Von wem ist es? Welche Firma meinst du? Ja, weiß nicht. Das kann ich dir nicht sagen, tatsächlich. Aber funktioniert. Funktioniert einwandfrei für uns. Selbst autark, das heißt mit dem Wechselrichter kann ich hier 2 Platten betreiben. Das ist für uns ideal. Ja. Die Technik, kann man die sehen irgendwo? Oder? Ja, aber die kann man wirklich nur sehr Schwierig. kompliziert sehen. Da müsste ich das komplette Bett ausbauen. Das heißt, es ist hier unter dem unteren Bett links und rechts. Das Victron, was haben wir? Bitte? Victron Blau? Blau die Dinger? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe noch nie reingeguckt. Hast du nie reingeguckt. Aber das ist dir auch ziemlich egal, sagst du, weil muss funktioniert. Ja, genau so ist es. Das ist für mich wichtig. Ich bin da nicht so der Experte, der da jetzt irgendwie anfängt, alles selbst rumzuschrauben. Also Aber du hast beide Kochplatten an? Ja. Heizung, was habt ihr in der Heizung hier drin? Wir haben die Autotherm 4D, glaube ich, heißt die, oder? Okay, also eine Diesel-Luftheizung. Ja, genau. Und die macht schön warm. Die macht schön warm. Ist die laut? Hörst du die? Die hört man. Ja, das Gebläse hört man halt. Das auf jeden Fall. Aber das Ticken nicht. das Ticken hört man nur von außen. Von innen muss man wirklich sehr genau hinhören. Ich muss nämlich sagen, ich hatte auch eine Autotherm. Ja. Die hat 2 Pumpen. Die hat eine leise Pumpe und eine laute Pumpe. Und ihr habt wahrscheinlich die leise Pumpe drin. Und die spritzt nämlich jedes Mal ein bisschen Diesel. Die ist so sparsam, dass du es kaum merkst. Ja, tatsächlich ist das so. Also das für uns überhaupt kein Problem. Das Einzige, was wir jetzt gemerkt haben, da müssen wir jetzt noch mal ran, aber das haben wir auch schon besprochen, der Fühler ist noch nicht so perfekt eingestellt. Das heißt, sie geht jetzt ein bisschen früh aus. Aber muss ich momentan halt eben gucken, dass der Tank möglichst voll ist. Aber da hat Adrian auch schon Abhilfe angekündigt. Also das ist, da ist er auch sehr offen für und da bin ich auch sehr dankbar. Gut, kriegst aber in der Praxis raus. Also das heißt, du hast dann so eine Liste, die noch gemacht wird an Kleinigkeiten, da fährst du mal nach Fehmarn oder wie läuft das? Genau, das haben wir geplant, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich nochmal hochfahren werden für ein paar Tage. Und genau, da kann er dann nochmal die Kleinigkeiten, also wie gesagt, das sind wirklich absolute Mini-Kleinigkeiten. Kannst du mal gerade hier oben gegen oben gegen die Holzplatte da oder was das ist, hauen? Mal so fester. Mach mal. Cool. Also es macht alles einen extrem stabilen Eindruck, Ja, oder? definitiv. Also da habe ich bisher auch nie Bedenken gehabt an irgendeiner Stelle. Mach mal auf bitte hier so eine. Ja, gerne. Das sind so spezielle Schlösser. Ja. Das ist witzig, die ziehen sich nämlich richtig zu Ja. auf Spannung und guck mal hier, wie das Display verbaut ist. Das hat eine Konsole. Ja, ist so, wirklich. Also das ist, finde ich, eine richtig coole Konstruktion, dass das eben ordentlich alles, hinten auch die Kabelkanäle und so, man sieht's. Da hat er sich schon Mühe gegeben, da ist jetzt momentan ein bisschen Technik drin und so Drohne und so ein Zeug. Du kannst auch überall dahinter gucken. Also es ist das ist so. jetzt nicht so, dass er da an Stellen, wo man es vielleicht nicht sieht, da alles... mal versteckt hat. Nee. Also da hat er sich schon wirklich Mühe gegeben und vor allem
eben auch diese Verschlüsse, man kann die halt mega einfach auch einstellen. Das heißt, das funktioniert definitiv. Also Batterie kann man hier sehen. Genau. Was State of Charge, du kannst aber Englisch, ne? Das kriege ich hin. Also genau, sind wir jetzt 98%. Klima kann man dann eben einschalten. Du kannst das ganze Auto hier rüber steuern? Ja, tatsächlich alles. Ja. So, sogar den Lüfter habe ich, glaube ich, erfahren. Auch den Max. Da hat er so einen LED-Sender hat er entwickelt. Genau, das läuft ja bei Infrarot, glaube ich, die normale Dings. Und man kann dann eben auch den Lüfter einschalten und so weiter. Da kann man dann die einzelnen, kann man dann eben einfach auch dimmen. Es geht aber in Echtzeit, das ist cool. Ziemlich genau in Echtzeit, ja, doch. Cool, und das ist ein Hauptschalter hier unten? Nee, da kannst du auch draufklicken, da kommen nochmal Zusatzschalter sozusagen. Da ist jetzt unter anderem die Leitbar hinten, Leitbar vorne, der Wechselrichter, der Boiler, Ablaufpumpe. Ja. Ist das intuitiv? Ja, doch, finde ich schon. Also man muss, wie bei jedem System, wie bei jedem Handy oder so, wenn es neu ist, muss man sich mal kurz mit beschäftigen, wo was ist, aber dann geht das relativ flott. Aber hier die ganzen Beschläge kommen ja hier aus dem Küchenbau. Ja. Findet man so in Küchen, die 100.000 Mal geöffnet werden, so oft werden die ja gar nicht geöffnet hier. Nee. Und jetzt mit dem Thema warmes Wasser. Das ist ja, wenn die hier mit 2 Kids unterwegs sind, die wollen ja mal duschen und so. Der Boiler, was hat der? Weißt du es? Der hat, glaube ich, 15 Liter, 10 Liter, 15 Liter, sowas. Also bisher hat es jetzt für uns nie ein Problem dargestellt. Du duschst aber anders wie zu Hause, oder? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das macht man automatisch. Man will ja auch Wasser sparen. Ja, eben. Also das ist, und oft, ich dusche dann meistens, wenn ich dusche, nehme ich ein Kind mit rein. Das ist ausreichend groß. Oft habe ich den Kleinen dann auf dem Arm und dusche mit ihm zusammen und dann ist das eigentlich alles ziemlich entspannt. Ja, genau. So. Guck mal, gerade hier oben sind Airline-Schienen, da kannst du also alles aufhängen, was du irgendwie willst. Ja, genau. Wie groß bist du? Ich bin 1,83 Meter ungefähr. 83. Geh mal rein, die Dusche. Ja, gerne. Edelstahl, Auslass? Ja, genau. Hier unten die Edelstahlwanne, das funktioniert auch gut, dass das Wasser dort eben hinläuft. Die Ablaufpumpe hat er so eingestellt, dass sie nicht die ganze Zeit pumpt, weil die relativ laut ist, sondern es ist dann sozusagen, es bildet sich wie so ein kleiner Wasserteppich und dann zieht er eben das mit, ist doch ganz gut, Mega-Power wieder runter. Da werden die Füße auch mal sauber. So ist es, man wäscht sie ja sonst nie. So, und jetzt machst du hier zu und das, ist das gut in der Praxis? In der Praxis hat sich das wirklich bewährt. Also das heißt, hier lasse ich einmal den Rollladen runter und dann ist der magnetisch an der Seite. Genau. Der ist magnetisch. Der ist hier magnetisch. Der ist auch von Project Camper. Von Project Camper aus Hamburg. Genau. Liebe Leute, Project Camper, geht auf die Seite, kauft denen die Bude leer. Die haben mir schon angeboten, sie machen mir kostenlos ein Set, weil ich die so oft erwähne, aber die sind wirklich gut. Ach, das funktioniert. Definitiv auch hier unten mit dem Vorhang, da ist unsere Toilette dahinter. Sag mal. Das heißt, hier hinten kann ich eben einmal auf den Knopf drücken. Na, wo ist er denn? Da. Dann kommt die Toilette raus. Porta Potty. Ja, genau. Ja, habe ich jahrelang im Einsatz gehabt. Ist absolut ausreichend. Ist ein bisschen klein, oder? Ja, ja, schon. Ich bin am Überlegen tatsächlich, ob wir eine Trenntoilette da hinstellen. Aber du musst das Biotoy-Video sehen. Hast du es gesehen von mir? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Guck's dir an, habe ich jetzt veröffentlicht. Okay. Biotoy baut so Trenntoiletten mit Kurbel. Und das Kurbel und mit einer Flange. Echt? Die kannst du reinmachen. Und zwar, sobald du die zumachst, passiert was wahnsinnig Tolles. Dann geht der Lüfter an, trocknet das Ganze, es wird Humus und du kannst bis zu 24 Mal, ohne dass du es leeren musst, und du riechst nichts. Echt? Und währenddessen, dass der Lüfter läuft, hast du automatisch eine Belüftung im Auto. Echt? Das heißt, der zieht so, ja echt, okay. Guck dir das Video an. Das muss ich mir angucken, unbedingt. Und der Vorteil ist eben bei dem Auszug, man kann da halt alles einfach draufstellen. Zeig mir einen Auszug. Ja, sehr gerne. Das ist alles gut gemacht, oder? Das ist richtig ordentlich. Vor allem, ich wiege jetzt 73 Kilo ungefähr. Plus Steuer. Genau. Nee, also ich bin mein über 100 Kilo kann ich mich hier ganz entspannt draufsetzen. Sag mal bitte. Bitte mal rausziehen. Ja. Also das ist so, von der Höhe geht's auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich sitze da entspannt. So, jetzt kannst du ja sogar zumachen. Das heißt, könnte man, aber wie ist denn das nachts, wenn du aufstehst und hast mal Dünnpfiff? Dann ist das ja für alle nicht so. Hast du noch nicht? Nee, hatte ich bisher zum Glück jetzt nicht. Hast du immer Leinsamen gefrühstückt? Ja, genau. Nee, also da muss man natürlich, die Entfernung ist nicht allzu groß. Dann weiß aber, deine Frau kennt dich dann ganz genau. Die kennt mich dann ganz genau, aber das kennt sie auch. Du warst ja auch bei der Geburt schon dabei und alles. Also ihr kennt euch gut. Kind ist auf der Terrasse zur Welt gekommen, ich saß nebendran, alles gut. Auf der Terrasse? Ja, auf unserer Terrasse. Habt ihr das so gewollt? Oder? Ja, war eine Hausgeburt. Achso, da war eine Hebamme dabei? Ja, waren 2 Hebammen dabei, aber Hausgeburt eben auf der Terrasse im Pool. Oder hast du ein YouTube-Video geguckt? Entbindung eines Kindes? Nee. Nein, als Vorbereitung. Als Vorbereitung? Nee, aber das hat beim zweiten Kind war das halt, aber da wusste ich schon, was auf mich zukommt. Das ging ganz
Sehr geil. Was hast du gelernt von der Ausbildung? Bist du Volontär gewesen? Nee, ich habe studiert. Ich habe Sportjournalismus studiert und habe eben da auch in dem Bereich gearbeitet vorher. Ich bin großer Real Madrid-Fan gewesen und habe dort die deutsche Internetpräsenz gemacht. Echt? Du warst es? Ich war das. Cool. Ja, genau. Aber das ist ja so, von nichts kommt nichts. Man muss also schon im Leben Ziele haben. So ist Und es. als du den hier visualisiert hast vor deinem geistigen Auge, hast du schon gesehen, dass es ungefähr, hättest du gedacht, das wird so geil wie der hier? Ich habe es gehofft. Ich hatte relativ genaue Vorstellungen, meine Frau dann vor allem auch. Die ist dann, also man sieht, wenn man hinten so dieses Dekor an der Wand sieht oder auch hier hinten, das war dann eher so die Handschrift meiner Frau auch ein bisschen. Ist schön geworden. Ich finde auch. Also ich habe ihr da auch vollkommen freie Hand gelassen. Ich habe gesagt, sie möchte das so. Das war eine befreundete Grafikerin, die uns das gemacht hat. Und ja, da sind wir total happy mit. Ja, ich finde auch den Kontrast jetzt hier, die Farben finden sich immer wieder, dann Genau. auch was ist hier drin? Noch gar nichts? Da zum Glück noch gar nichts, der ist mir jetzt auch aufgegangen. Hier ist noch gar nichts, hier sind Gewürze einfach drin. Das ist mit Magnet, oder? Genau, das sind diese Silvi-Sachen, die kennst du bestimmt. Sind die gut? Die funktionieren jetzt für uns hervorragend. Die sind ja schon teuer, aber funktionieren. Die sind relativ teuer, das muss man schon sagen. Aber ja, doch, das funktioniert gut. Und da klappert halt vor allem nichts, das ist uns halt auch wichtig. Und ja. Und in Schwarz, gab es die in Schwarz oder hat er die lackiert? Nee, die gab es in Schwarz. Gab's in Schwarz. Ja, die gab es in Schwarz, ja. So, also Ceran-Kochfeld, Ja. Induktion, habe ich verstanden. Ja. Hier hast du dann ein Spülbecken. Hier habe ich ein Spülbecken. Was ist mit dem Brett? Was machst du damit? Mit dem Brett, das kann man machen, was man will. Also letztendlich kann man es eben benutzen, wenn man jetzt, wir haben halt kaum Arbeitsfläche, das sieht man ja hier, durch die Verkürzung sozusagen. Also normalerweise hätte man ja hier noch Arbeitsfläche. Naja, also es ist schon viel, finde ich. Also für 4 Leute, 2 Hunde, Ja. du musst ja irgendwo Kompromisse machen. Ja. Ist so, ja, das definitiv. Und deswegen, also meistens ist es so, dass ich eben hier zum Schneiden dann hier alles vorbereite und dann, wenn ich eben das Waschbecken brauche, stelle ich es hier rüber und dann. Ich finde den alles, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr zweckmäßig. Von der Stehhöhe her dürfte es kein Allrad sein, dann könntest du nicht mehr stehen hier. Dann. Das ist eben das, ja. Das ist eben das. Ja, also deswegen, für uns ist das eigentlich. Das Gewicht, so. auch 3,5 Tonnen, wäre vollkommen undenkbar. Ja, 3,5 Tonnen sind aber auch, da muss man ganz ehrlich sein, auch so. Bin mal gespannt. Jetzt soll ja 425 kommen, irgendwas. Auf diese Regelung hoffe ich. Ja. Hoffen alle. Ja, ist so, ja. Kann der denn aufgelastet werden auf 425? Ja, der ist auch alles vorbereitet. Wir haben extra noch Luftfeder, alles drin. Ja. Luftfeder drin, genau. Die Reifen und Felgen sind eben ausgelegt, dass er auf nicht 4,25, sondern auf 4,1. Ich kenne diesen Wasserhahn. Das ist ein Fernreisewasserhahn. Ja. Stimmt das? Das weiß ich nicht, ob das stimmt, Ja, aber er ist geil. Ja, ist geil. Du finde kannst cool. ihn komplett wegklappen. Genau. Der hat so eine An-Aus. Wie funktioniert das? Sag mal. Hier. Da machst du An-Aus, wenn Das die heißt, Pumpe an wäre. Also die Pumpe kann ich auch Ach, du gerne hast überall nochmal. Genau, diese Schalter, dass man sozusagen, ja, also der baut rechte das Druck ist auf. dann, genau, der Ja. baut Druck auf und dann kann man eben hier anschalten. Ja, jetzt hat er noch nicht so viel Druck, aber dann gleich geht es auch noch ein bisschen besser. So, genau. Und wenn es warm ist, wie machst du dann noch? Dann genau, hier kann man eben die Temperatur noch einstellen. Achso, Und dann- du musst ja keinen neuen Finger kaufen dann. oder? Nee, das geht. Gut. Das geht auch so, genau. Und hier, genau, hier haben wir noch einen Schalter, da ist dann für den Wechsel. Die sind drahtlos. Die sind genau alle über Wi-Fi eingebunden. Wir haben drahtlos. Ja Da ist kein 12 Volt dran oder so. Nee, Doch. Nee. das kann ich dir nicht sagen, was da noch. Also Aber irgendwie funktioniert. es funktioniert hervorragend, ja. Und das ist eben alles über diese. Also es hat noch nie ein Taster nicht funktioniert, oder? Noch nie. Also seit ich ihn jetzt benutze, war da noch nie irgendein Problem. Mhm. Weil hier haben wir dann auch ja den LTE-Router mit der Antenne auf dem Dach. Das heißt, wir haben dann auch Das überall ist ein unser Industrierouter, den kenne ich, ja. Und wie ist der Empfang da? Hervorragend. Also ich habe sogar oft das Problem, dass der so weit, also der hat ja eine Antenne auf dem Dach. Das heißt, der strahlt das WLAN ja auch raus. Und ich habe halt teilweise im Haus, habe ich dann besseren Empfang vom Auto sozusagen, als von meinem eigenen WLAN zu Hause. Ja. Ist ja schon. Und da oben, da ist so eine Steuereinheit wahrscheinlich. Das ist die Steuereinheit tatsächlich von dem ganzen Smart-Wohnmobil sozusagen hier. Das ist alles. Ja, mehr ist es nicht. Ja, ist ja heute Ja, nicht geht mehr so. heute alles relativ. So, problemlos. dann ein Kompressor. Ist der leise genug? Ja, Zum Schlafen? total. Gar kein Problem bisher. Also Vitrifrigo kommt aus dem Schiffsfahr. Mach mal auf. Ja.
Ja, ich glaub, Was? ist nur Wasser Boah, drin. hast du leer geräumt für Ja, mich? nee, wir hatten den sowieso leer jetzt. Du kennst ja meine Videos, der könnte einen Ticken größer sein, ne? Für uns hat es jetzt bisher total gereicht. Also ja, doch. Ist ja oben kalt, das Eisfach? Das Eisfach, ja. Wir hatten da jetzt schon mehrfach auch, meine Tochter hat immer Eis, es kommt nach mir, kalt. Ja, also das funktioniert einwandfrei. Ja. Oben auf? Was ist da drin? Das haben wir gerade schon offen, das war die Stimmt. Technik. Naja, ich werd alt. Alles gut, ja. Und hier haben wir eben da haben wir 3 Schränke, einer für mich, einer für meine Frau und einer für die Kinder hinten. Ja, auch mal zeigen bitte. Ja, gerne. Das ist alles. Das ist jetzt meiner, der ist eingeräumt als einziger. Zeig noch mal gerade hier. Das sind diese Loks, die Genau. du da hast. Und das ist dein Schrank. Du bist Boxershorts-Fan. Genau. Ja, ich habe immer nur die gleichen Sachen an. Das heißt, ich habe immer nur schwarze T-Shirts. Ich habe einfach immer 7 schwarze T-Shirts. Identisch. Ich Echt? kaufe immer 50 Paar Socken Genau. unten jetzt im Decathlon. Ja, genau, Einmal ja. kauf mir 50 Unterhosen einmal im Jahr. Dann kriegt die mein Sohn nach einem Jahr. So Und, ist es bei mir auch. Also ich habe einfach gesagt, als wir den gekauft haben, okay, ich kaufe jetzt von allem 10 Ich habe Mal. 30 T-Shirts. Genau. Ja, genau. Alles gleich. Ja, alles gleich. Ich habe Schuhe, gucke ich immer, dass ich die noch nachkriege. Ja, sowas. Ja, dass ich genau. 5 Paar Schuhe, so dass ich, was ist mir das letzte Mal passiert ist? Ich hatte schwarze und graue Schuhe, bin rausgegangen mit links schwarz und rechts dunkelgrau und hab's nicht gemerkt. Und dann sagt einer mal, das sind ja coole Schuhe, wo hast du denn die her? Und ich so, Eigenausstattung. Aber das hilft im Alltag schon enorm. Du musst nicht nachdenken. Ja, und vor allem, man fühlt sich immer gleich so ein bisschen. Es ist immer alles perfekt, alles Comfortzone so ein bisschen. Ja. Immer angenehm im Alltag, ja. Ist die Matratze weich? Ja, wir haben 2 unterschiedliche Härten tatsächlich. Das heißt, hier sind noch ein paar Haare. Unterschiedliche Härten. Wir haben jetzt unten die harte Variante, oben die weiche für die Kinder. Die sind ja auf Maß auch sind nicht so schwer, gebaut. ja. Nee, überhaupt nicht. Und mega komfortabel. Also wir Du schlafen alle zu könntest, Hause. du könntest das Bett ausbauen. Das heißt, du könntest den als Transporter verwenden. Genau, kann ich komplett rausmachen. Dann habe ich hier, also was man halt machen könnte, wäre, dass man praktisch das obere Bett nur hat, kann das untere eben rausnehmen und dann kann ich hier unten zum Beispiel auch meine Fahrräder einfach reinstellen, 2 Stück nebeneinander, überhaupt kein Problem. Oder könnte eben auch die Betten ganz rausmachen. Dann habe ich hier, kann ich theoretisch 7 Meter laden, wenn ich das will. Ja, also da ist man sehr flexibel mit dieser Lösung mit den Airline-Schienen hier an der Wand, funktioniert gut. So, die Hunde sind da unten drin. Ja, genau. Das ist die eigens konstruierte Hundebox. Wie schwer ist der Große? Der hat so 18 Kilo ungefähr. Das geht ja noch. Geht, ja. Geht ja noch. Also es keine ist- Riesenhunde. Also keine 30 Kilo. Nee. Fühlen die sich ja wohl da drin? Oh, total. Wir legen immer so ein kleines Körbchen rein, so ein Plüschkörbchen. Und dann funktioniert es perfekt. Da haben wir noch die Silvi-Matte, haben sie dann ihr Wasser drin, die ist magnetisch, damit sie nicht immer sofort Echt? ausschüttet. Ja. Gibt es eine Sylvie-Matte? Ja. Extra für Cool. Näpfe, genau. So, machen wir mal ein bisschen Küchenshow. Zeig mal, was ist da oben drin? Ja, das ist relativ unordentlich alles. Da haben wir halt hier... Ah, wie cool. Guck mal hier, aber auch das Besteck war dabei. Nee, das war nicht dabei. Da habe ich auch dazu genommen, auch diese Einsätze hier. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen am System finden. Da hatte ich einfach noch nicht so die Zeit dafür, dass es final ist. Da fällt auch noch ein bisschen was rum. Innen drin, da bin ich auch, Hier drunter? Was haben wir hier? Ja genau, das ist auch das Sylvie. Das Silvi-Zeug, das funktioniert für uns ganz gut. Und dann hier unten haben wir, ich glaube, die sind noch gar nicht. Das ist hier unten. Sag mal, da haben wir- kamt ihr klar jetzt mit den 2 Wochen mit Zeug mitnehmen? ja, wir kamen klar. Wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu schwer, also ein bisschen mehr als 3,5 Tonnen. Aber, Bisschen. ja, aber wir haben, also vom Stauraum war es für uns perfekt. Definitiv, ja. Mach doch den großen Führerschein und deine Frau den C1E. Ja, dann bin ich halt ein LKW und darf man 100. fahren. Ja, aber 100 ist ja sparsamer hier bei dem Auto. Ja, das stimmt schon, aber 107 kannst du fahren. 107, ja, dann wie gesagt, ich hoffe jetzt momentan auf die. Ja, du darfst dann auch nur 100 fahren, wenn du über 3,5 Tonnen bist. Auch Ist mit es, dem, ja, ist so. es sicher schon? Ja, Ja, du darfst dann halt nur fahren. Du bist aber gebunden an die. an die LKW-Regel. Ja. Ja, ich muss mal gucken. Also vielleicht mache ich auch den Führerschein. Dauert eine Woche, weißt du? Wirklich? Ja, eine Woche. Kannst du kompakt und Aber- du machst den Führerschein auf demselben Auto, machst ihn auf dem Sprinter. Ach echt? Ja. Ah, ist es nicht so, dass man da mit Ladungssicherung und Nein, LKW nix, überhaupt nichts. Aber Du muss- machst ja einen Freizeitführerschein. Und der Freizeitführerschein hat keine Scheine. Natürlich machst du Ladungssicherung mit, aber gut, das ist so rudimentär. Ja, aber muss man nicht dann den kompletten aber Theorie- und Praxisprüfungen und so muss man schon machen. Kannst du machen, aber es ist viel, viel einfacher. Ja, okay. Das ist quasi der Spaßführerschein, der geht in einer Woche. Echt? Okay. Kannst du machen, zum Beispiel beim Freistaat gibt es eine Ferienfahrschule. Du Echt? kommst zu der Baden, gibt es überall, die bieten den an, eine Woche. Echt, ja? Machen kompakt und Okay. dann kannst du dich vorbereiten, 5 Tage hast du.
sehr gut zu wissen. Vielleicht mache ich das wirklich, ja. Ja, weil ich habe gehört, in Slowenien, die sind nicht so locker drauf. Ja, Österreich auch nicht. Die wiegen während der Fahrt, hast du gewusst? nee, das wusste ich nicht. Ja, die haben, während du läufst, wird gewogen, Okay. stellen dann fest, dass du in einer anderen Mautklasse bist. Und dann kostet es 330 Euro. Plus sichern sofort das Fahrzeug. Ja, okay. Du musst dann auch entladen. Das heißt, Ja, die Kinder bleiben da. Ich wollte gerade sagen, die Kinder bleiben dann da und nicht mehr weiter, ja. Ja, Also, nee, es ist, ich sag mal, es ist ja so, du bist ja bei dem Auto nicht technisch überladen. Im Gegenteil. Nee, überhaupt nicht. Ich sag mal, die Kiste ist ja jetzt nicht gefährlich, aber du weißt ja, wie es ist. Ja, die Teufel liegt im Detail. Stimmt, ja. Ich mache mir da keine Sorgen bei dir. Du wirst deinen Weg gehen, denn es sind wahrscheinlich nur 30 Kilo gewesen. Ja. Und so, und dann, aber ganz ehrlich, du hast ja eben den Pickup gesehen, der draußen steht. Ja, der hat auch nur 400 Kilo Zuladung. Also man muss dann, wenn man viel will, muss man auch ein bisschen gucken. Und da hat der Allrad wäre nochmal, glaube ich, 100 Kilo mehr. Ja, also mit dem Allrad wären wir da gar nicht hingekommen. Wir haben jetzt so, wenn wir ihn jetzt dann auflasten, haben wir ungefähr 700 Kilo Zuladung, 750. Das ist für uns dann, ja, glaube ich, okay. Also ich glaube, damit kommen wir hin. Also das heißt, die Kids können demnächst eine Pizza mehr essen. Dürfen sie, ja. Ausnahmsweise. Mach mal hier unten. Also genau, hier unten ist einfach nur ein... Zwei, genau. Ja, da sind einfach Töpfe drin, eine Pfanne drin. Dann haben wir hier drüben, da ist so ein bisschen unsere Technik-Gruschenschublade mit Ladegeräten und was man Der Max-Fan ist ja so leise, den hörst du gar nicht, oder? Den hört man also wirklich kaum. Ja, also das ist völlig problemlos für uns. Der ist nämlich hier, ich habe ihn schon entdeckt. Und der ist abgedeckt. Ist es auch Project Camper? Ja, genau. Den kann man einfach Magnet. eben, magnetisch auf- und zumachen, genau, und kann ihn dann auch... Mach nochmal drauf, das ist so geil. Das funktioniert sehr gut tatsächlich. Hier ist die... Ja. Fertig. Ja, das war's. Das ist auch tatsächlich die einzige Abdeckung, die wir halt immer drauf haben, weil damit es von oben nicht immer so hell ist und reinscheint und so. Und auch beim Fahren finde ich es irgendwie angenehmer, aber ansonsten, ja. Sag mal, als ihr da jetzt frei stand, hattest du da keinen Bammel, dass irgendwie einer einbricht oder so? Nee, also das... Bist du Gottvertrauen? Ja, schon so ein bisschen. Also, ja, wir sind ja jetzt auch nicht so, nicht mitten in der Stadt bisher. Also, das ist dann immer so ein bisschen eher ländlich, eher so am Wald. Ja. Also, da habe ich größere Angst tatsächlich. Barcelona, Parkplatz. Haben wir auch schon am Barcelona auch damals mit dem Caddy gestanden. Und wurde aufgebrochen? Nein, gar nicht, zum Glück nicht. Aber ich habe eher Angst tatsächlich, wenn wir weg sind, wenn wir in der Stadt ihn irgendwo hinstellen. Da habe ich ein bisschen Respekt davor, weil ja, ist halt auch ein teures Auto einfach. Aber Na gut, hat jetzt eine Beule schon. hat eine Beule eben, dann ist nicht mehr so viel wert. Dann ist okay. Ist jetzt alles vorbei. Ja, eben. Also, ich habe dich soweit verstanden. Da war, glaube ich, noch so eine Klappe im Boden. Da. Ja, genau. Was ist da drunter? Darunter ist jetzt momentan gar nichts. Sag mal, ich will mal gar nichts sehen. Gerne. Die Leute wollen immer. Ah, doch. Da ist unser Handstaubsauger drunter. Der Handstaubsauger. Ja, der ist drunter. Ich zeig mal einen. Ein Rapida. Ein Rapida. Von Hühler eben, von der Firma. Du darfst gleich am Ende vom Video noch ein bisschen Werbung machen für Hühler. Das ist nett. So, dann zeig mal das Ding mal, Ja. weil du kennst es ja auch mittlerweile. Ich glaube, du kannst das Wasser, man sieht sogar den Schmutz und es werden irgendwie, also du bist mein Zeuge, ich habe das nicht vorher gewusst, aber ich hatte eine Vorführung und das ist für Allergiker, du siehst sogar in dem Wasser anschließend den ganzen Schrott, der, oder? Es ist absolut verrückt. Also es ist für jeden Haushalt ist es eine absolut verrückte Erfahrung, wenn man denkt, okay, man saugt regelmäßig und macht sauber, es sieht eigentlich auch sauber aus und dann fährt man eben einmal mit diesem Teil über die Matratze oder über das Sofa und guckt, was man danach im Wasser findet. Das ist also, ja. Ich habe, was ich mache mit dem Sofa, Ja. ich kercher den ab mit dem Akkukercher. Wirklich? Und ziehe anschließend das Wasser mit einem anderen Kercher ab. Ja, genau. Und dann gieße ich das rein. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Weißt du, wie das aussieht, das Wasser? Ich kann ungefähr so, wie wenn du das da Schwarzer machst. Sand. Ja, genau. Also das ist so dunkelbraun. Ja. Unvorstellbar. Also Das ist unvorstellbar, wirklich. Also gerade auch, wenn man vielleicht nie Haustiere oder so hat. Also du kennst es mit Hunden wahrscheinlich auch. die springen ja dauernd aufs Sofa. Eben, da kommt man nicht drum rum und man hat, also im Normalfall sieht es so aus, dass man unten eine Schicht Sand hat, dann braunes Wasser und dann eine Schicht Haare und Milben. Ja, das genau ist, das ja. kann ich hier sagen. Genau. Aber das mache ich halt mit dem Kercher dann. mit dem Kercher. Ja, ich habe so einen Elektrokercher, kannst du auf. Funktioniert gut, ja. Funktioniert super. Ja, also ja. machst du Kercher, ziehst es direkt ab danach und dann musst du halt einen Tag trocknen. Genau. Und das macht der quasi, der saugt schon. Der arbeitet nicht mit Wasser, richtig? Der arbeitet auch mit Wasser. Man kann sowohl nass reinigen, das heißt, das ist dann das gleiche Prinzip, Kercher sozusagen, einmal mit Druck drauf, mit Reinigungsmittel und dann zieht man das Wasser wieder raus. Das heißt, er kann nass und trocken saugen. In einem Schritt.
In einem Schritt, ja, genau. Genau. Das kenne ich auch von Kärcher, aber das Ding ist unhandlich schwer, laut. Das hier ist sogar also du bist mein Zeug, ich habe es nicht gewusst. Ja. Übrigens, die finde ich so geil. Die hat meine Frau mal bestellt. Diese Boxen? Ja, und dachte, Sonderangebot, Faltboxen. Ja. Das sind eigentlich für Puppenkinder. Ja, genau, für Kinder natürlich. Und bei uns, wir haben halt festgestellt, dass die auf einen Millimeter genau hier hinpassen. Also das ist halt wirklich hervorragend. Und die stehen halt jetzt bei uns überall in den Schränken, ja. So, was haben wir alles durch? Wir haben die Technik, die App, ich soll noch ein bisschen Werbung machen für die Firma, weil Werbung für die Firma ist gut. Die machen das nicht exklusiv für Monster Van, aber sie haben es mit denen zusammen, glaube ich, erstmalig so ein bisschen implementiert. Genau, also es läuft ja alles über, also so wie ich das verstanden habe, über ein Raspberry Pi, also über dieses VanPi-System, das ist hier hinten eingebaut. Ja. Und dann, das ist jetzt auch ja tatsächlich die App hier. Name VanPi heißt das System. VanPi heißt das System. Und die verkaufen das auch, wenn ich das selber für einen PKW, für LKW, für alles, also du kannst es im Hausboot nutzen, überall. Genau so ist es, weil das ist jetzt eigentlich auch nicht die Ansicht, die von Monster Van ist, sondern das ist die von PKW tatsächlich. Das heißt, ich nutze jetzt momentan hier auch die App. Die ist kompatibel. Die hat eine GUI. Ganz genau, das ist genau identisch. Und da habe ich die gleichen Funktionen, eben wie wir eben auf dem Display gesehen haben. Das heißt, ich kann hier meine Batterie überprüfen, sehe eben die aktuelle Ladestand und so weiter. Ich habe eben alle Schalter, die ich brauche. Jetzt momentan ist nur die Pumpe an, dann kann ich eben Wechselrichter einschalten und so weiter. Und was sehe ich noch? Meine Wasserstände sehe ich alle. Und Temperatur, sag mal? Temperatur sehe ich. So schön gemacht hier, dass sich das so aufbaut, weil die können sie auch direkt anzeigen, aber... Ja. Genau, Temperatur sehe ich dann eben die aktuelle Wohnraumtechniktemperatur. Das heißt, es sind Fühler hier vorne über den Kindern sozusagen und hinten bei den Hunden unten nochmal drin. Genau, und da kann ich eben auch dann alles einschalten, wie ich es eben gerne hätte. So, also VanPi heißt das Ganze. VanPi heißt das System, genau. Und funktioniert. Funktioniert für uns absolut hervorragend. Auch hier, wir haben da so winzige Kleinigkeiten, wo wir, weil wir einfach so ein bisschen der laufende Prototyp auch sind, wo ich dann eben jetzt auch Adrian gefeedbackt habe, hey, hier, wenn ich zum Beispiel, wie soll ich das erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel eine niedrigere Temperatur einschalte und dann die Heizung anmache, dann versteht das System das halt nicht sofort und wartet dann zu lange, bis es dann aufheizt sozusagen. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, du darfst, ich hab gestern einen Rasenmäherroboter in Betrieb genommen von EcoFlow, der ohne Begrenzungskabel auskommt. Okay. Ganz neu. Ja. Ein sensationelles Video. Wir gehen in 2 Tagen online. Okay. Und da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, weil ich habe ihm eine Aufgabe gegeben. Du kennst ja den Begrenzungsgrad. Das Ding ist ungefähr 30 cm breit. Ja. Und ich habe ihm eine Mähstelle gegeben, die war 45 breit. Oh, und das heißt, er musste... der hat dann so LIDAR-Sensoren, der ist dann... ging auch nicht, muss ich sagen. Nee, war zu schmal. Also es ist... aber das lernst du dann. Aber cool. Aber du würdest ihn nochmal kaufen? Ich will ihn auf jeden Fall nochmal kaufen. Also das kann ich wirklich uneingeschränkt so sagen, ja. So, jetzt hast du ja die Zahlung, bist du dahin mit dem Geldkoffer und dann Zug um Zug? Oder wie habt ihr das gemacht? Hast du was anbezahlt? Nee, genau. Ich habe eine Anzahlung gemacht. Die haben wir relativ früh, aber nur ein paar Prozent Anzahlung gemacht. Und dann habe ich... Da hat sie keine Bedenken um dein Geld, oder? Nee, gar nicht. Also wie gesagt, wir haben sowohl mit Adrian als auch mit seiner Frau, wir haben immer wieder geskypt, wir haben jedes Detail eben auch abgesprochen. Wir konnten ja zum Beispiel hier hinten, wie schon gesagt, das konnten wir alles selbst konfigurieren. Das heißt, da haben wir uns immer safe gefühlt. Und auch die beiden habe ich kennengelernt, das ist so nett. Wir waren dann nach der Abholung, waren wir abends noch mal über Italiener was essen. Und, du auch. Ja, so lullen die dich ein. Ja, das war total lieb, war das schön. Ja, total. Also das hat wirklich Spaß gemacht und da wusste ich, okay, ich habe hier jemanden an meiner Seite, dem gebe ich zwar viel Geld, aber das ist es auch absolut wert. Ich glaube, dass der Wert halt auch hoch ist. Also und ich denke auch, dass das Video helfen wird, solltest du ihn jemals verkaufen, weil da vielleicht doch noch was Größeres, wenn Kind Nummer 7 kommt, dann wird es ja nicht gehen. Nee, dann wird es schwierig. Aber bei uns ist tatsächlich auch, also ein Problem ist halt, wie gesagt, wir haben so eine ganz, ganz steile Hofeinfahrt und da wäre ich auch also die ungefähr auch so geht. Das heißt, da wäre ich mit keinem Weißware irgendwas, ich glaube, da hätte mir der ganze Aufbau auseinandergefallen. Und hier ist es halt so, wie gesagt, ich kann, selbst beim Nassen kann ich drin stehen bleiben und fahre halt dann weiter. Also am Mittwoch kriegen wir unseren Concorde 4x4. Das wäre vielleicht noch eine Das ist, ist natürlich auch viel Geld, aber wir haben die Autos ja immer so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann gibt es wieder einen neuen und so und dann geht das schon, aber ihr wollt ja hier das Auto länger behalten. Es ist auf jeden Fall der Plan jetzt erstmal, solange das irgendwie familientechnisch möglich ist. Aber es ist halt auch schön, man kann ihn halt so vielfältig nutzen. Das heißt, ich muss nicht immer mit Kindern unterwegs sein. Ich kann auch mal, ich fahre halt viel Rennrad und so und da kann ich, wenn ich mal irgendwie in die Alpen fahre, hänge ich mir hinten meine 2 Räder ran und kann hier auf entspannt. Hast du die Freiheit noch?
selten. Zu wenig, aber ab und zu mal nimmt man sich dann doch raus. Mit 2 Kindern, 2 Hunden, dann sagt deine Frau dir, hey, jetzt aber Wir mal. haben zum Glück Au-pair zu Hause und die Oma-Unterstützung, die volle. Sonst wäre das schwer. Aber ja, ab und zu mal muss es sein. Sehr schön. Also, so, dann machen wir noch ein bisschen Werbung für deinen Staubsauger. Komm mal mit, ich habe es dir ja versprochen. Ja, gerne. Hab ich ja gesagt, ja, wenn du schon mal hier bist. Du hältst dein Wort, das ist schön. Ja, ich hätte es maximal jetzt auch vergessen, aber da wir so ein Werbevideo für Monster Van machen, können wir das auch ruhig einbauen. Ja, das ist schön. Wir sind ja nicht, also es ist ein Werbevideo für Monster Van, da oben ist es, und zwar von jemand gedreht, der freiwillig Werbung macht für den Laden, was ich aber jetzt auch nachvollziehen kann. Also wie gesagt, ich wurde auch nicht dafür bezahlt oder so. Ich bin einfach hierher gefahren, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach, dass mehr Leute davon erfahren und einfach sehen, dass es einen Ausbauer gibt, die wirklich da alles Herzblut reinstecken, was sie irgendwie können. Die wissen, was sie tun und die Bock auf die Sache haben. Das ist einfach schön. Sehr schön. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Staubsauger. Aber dass du Staubsaugervertreter bist, hätte ich im Leben nicht. Der typische Staubsaugervertreter. Typisch. Hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht, aber die Zeiten ändern sich ja. Ja, so ist es. Nee, also tatsächlich, normalerweise machen wir das Ganze online. Wie gesagt, mutimbauch.putzfee ist da unser Instagram-Account, könnt ihr gerne vorbeischauen. Da seht ihr jede Variante. Der Schnüffi putzt Dinge heißt da eine Kategorie. Was? Der Schnüffi ist mein Online-Name sozusagen. Das heißt, der_Schnüffi würde mich auch bei Instagram finden. Die Geschichte ist lang, aber das ist so meine Kategorie. Das heißt, ich putze da immer eben verschiedene Sachen damit. Ja, so hol mal raus. Preis, der kostet um die 2000, glaube ich? Ja, genau. Er kostet mit sehr viel Zubehör, das wir dazu anbieten können, liegt er bei 2190 €. So sieht das Grundgerät aus. Also das ist jetzt der Motorkopf, hier unten ist der Wasserbehälter. Das heißt, da unten kommt eben dann frisches Wasser einfach rein und man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann damit eben nass reinigen, man kann trocken reinigen, man kann seine Abflüsse freisaugen. Super, dann du darfst ihn mal mitnehmen. Komm mal. Bitte? Ja, komm. Mal Vorführung drin. Vorführung, ja, machen wir jetzt gleich, oder? Ja, jetzt. Nein, jetzt. Komm. Gerne. Meine Vorführung, dann kann ich nämlich nochmal hier den Kofferraum zeigen zum sehr Schluss. gerne. Also, abgeschlossen Monster Van, jetzt müsst ihr noch diesen Staubsauger überstehen. Auch noch. Ja. So, komm, ich helfe dir dabei. Das Ding nehme ich auch noch mit. Was ist da drin? Hier? Das ist die Elektrobürste. Elektrobürste, Ja, super, nehmen wir auch mit. Ja, sehr gerne. Siehst du, da war ich jetzt wirklich nicht drauf vorbereitet. Das machen wir jetzt aber schnell. Du, ich habe ja nur 9 Millionen Zuschauer. Ja, super, oder? Denn, ich habe 9 Millionen in 90 Tagen. Wirklich. 9 Millionen verschiedene. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, gut. Es sind 4,6 Millionen im Monat. Ja, Ja gut, du ballerst halt auch richtig Content raus, muss man sagen. danke. Ja, du kennst dich ja aus damit. Naja, ich frag mich manchmal, wie du das überhaupt... Am Stück drehen. Am Stück drehen. Das ist, wenn du halt schneidest und machst und tust, am besten mal zumachen. Wir sind hier in Burbach. Nee, hier ist alles safe. Kann nur sein, dass der ganze Wagen weg ist. So, jetzt gehen wir mal rein und dann klingeln wir mal. Über Versicherungen, also von daher... Das haben wir nicht geplant, das hier. Du bist mein Zeuge. Also wir haben gesagt, das ist jetzt nicht geplant. Also das ist auch Zufall, dass ich den jetzt gerade dabei habe überhaupt. Also ja, aber kriegen wir hin. Ich zeig dir gerne. Was willst du denn gerne sauber gemacht haben? also ich hätte gerne, so, ich zeig mal gerade, das ist die Sandra. Ja. Guck mal, Sandra, ich sehe schon hier den Teppich hier. Und zwar, er ist eigentlich Staubsaugervertreter. Ich zeige das mal gerade. Ja. Und er hat einen Staubsauger, der mit Wasser funktioniert. Genau. Und den will er jetzt mal vorführen. Also von wollen? Du hast gesagt, wir machen das. Also machen wir das. Nein, ich habe gesagt, mach mal. Ja. Weil ich nämlich gesagt habe, das interessiert mich jetzt mal. Ich bräuchte nur 4 Liter frisches Wasser. Ja, ja, da vorne ist ein Klo. Bis zu der Markierung hier. Okay. Das wäre toll. Kalt, warm, egal. Vollkommen egal. Gerne kalt. Schon die Umwelt. So, gerne kalt. Und dann machen wir das einmal so. Also ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Licht kriege hier. Boah, wir haben Licht. Es geht. So. Um die Leute nicht allzu sehr zu langweilen, würde ich jetzt wie gesagt einfach mal eine Tiefenreinigung vom Teppich machen und gerne hier einmal durch. Da sieht man, Sag mal, lernt man da so einen Spruch wie vom Supermarkt so ein bisschen? Ich zeige mal, hast du da so ein Programm, so einen kleinen Leitfaden? Nee, ich mache das einfach. Also ich bin da auch vollkommen unprofessionell. Wir machen das einfach so, wie wir da Bock drauf haben und zeigen das ein bisschen. Und wir sind da auch einfach nur vom Kunden sozusagen dazu gekommen, weil wir gesagt haben, hey, das ist wirklich ein geiles Produkt. Und als Influencer, ich meine, da hat man kommt man auf viele Produkte.
Und wir haben den ausprobiert für uns privat und haben gemerkt, hey, das Ding ist richtig geil, das funktioniert. Sag mal, wie gehst du mit so Kommentaren um, baue ich selber für 300 €, gibt es bei Edusho für 400? Ja, will ich sehen. Also ich bin mit jedem Staubsauger über solche Teppiche vorher schon drüber gegangen, dann mache ich es mit dem und dann denkt jeder, wow, was ist hier los? So, wir fangen aber erstmal mit dem da an, weil da glauben wir nämlich, dass der relativ sauber ist, okay? Der hier? Weil der da vorne, der Laufteppich, ist ja klar, der muss ja dreckig sein. Das ist wohl wahr. Ja, So. wir können auch gerne mit dem. Wir fangen mit dem mal an und gehen dann anschließend zu dem. Gerne. Also, dann machen wir das Ganze so. Hier läuft dann die Elektroleitung da. Okay. In dem Rohr. Das heißt, die Bürste vorne ist aktiv, die dreht sich selber. Die dreht sich, ja genau. Das ist eine Hochleistungsbürste, die dann wirklich den Schmutz aus der Tiefe holt. Gut. Ja. Bitteschön. Also, ich wollte einmal kurz hier, vielen Dank. So, gleich läuft übrigens Block 2 in Cattenom an, im Atomkraftwerk, wenn das Ding angeht. Nein. Stromverbrauch ist moderat. Moderat, ja. Wir sind da unter 800 Watt im Turbomodus. Das heißt, man kann auch die Luft reinigen damit. Das geht auch. Geht auch. Ja, genau. Da ist immer noch mal ein bisschen. Die Sandra hat nämlich vier Katzen? 3. 3. So. Da könnte das eine gute Variante sein, auf jeden Fall. Wo haben wir denn eine Steckdose? Die brauchen wir. Die verdient auch genug Geld für diesen Staubsauger, kann ich dir sagen. Das ist. Ja, perfekt. Siehst du, wir haben schon direkt die Steckdosen für dich gelegt. Ich sehe schon. Ja, bei Staubsauger bin ich interessiert. Ich bräuchte nämlich bald mal einen neuen. Der ist nicht ganz billig, muss ich sagen. Was kostet der? Wir verraten dir danach, was er kostet, okay? Ich gucke erstmal den Das ist Reinigungseffekt. nämlich der Trick der Verkäufer, die machen dich erstmal heiß. Ja gut, ich habe ihn aber schon sehr früh verraten, den Preis. Nein, aber draußen. Aber hier drin, das hat die Sandra noch nicht gehört, was er kostet. Ich finde Staubsaugen ja immer sehr befriedigend, wenn man den dreckigen Boden hat und dann drüber geht und alles ist sauber. Ja, aber hier ist viel geiler. Du siehst in dem Staubsauger, was dabei rauskommt. Das ist loslegen? ja das Loslegen. Bisschen lauter jetzt. Der hat der Rollen eigentlich? Ja, der hat auch ein Rollbrett. Das habe ich jetzt gerade nicht. Warte mal, da war jetzt. Ich zeig das mal gerade. Da war klares Wasser drin. Klares Wasser war da drin. Die Lampen finde ich geil. Ja, es sieht aus wie ein Auto. Es gibt auch Fernlicht, oder? Gibt auch, genau, umschaltbares Fernlicht. So, wir haben hier noch ein bisschen. Ihr habt ja überall Teppichboden. Soll ich euch einmal durchgehen? Ja. Wenn wir schon dabei sind, oder? Boah, es wird schon. Das ist aber jetzt noch nicht diese Sprühextraktion. Nee, genau. Das ist jetzt momentan wirklich die reine Tiefenreinigung. Trocken funktioniert die. Es gibt dann auch nochmal die Nassreinigung, aber wie gesagt, wir wollen das Video jetzt hier nicht komplett sprengen. Aber Wieso? Ich habe Zeit. Ich habe aber nicht alles dabei tatsächlich. Okay. So, das heißt, es gibt das noch als Nassreinigung, dann sprüht er und zieht wieder raus. Ja, ganz genau. Vor allem für Matratzen und für Sofas und so ist es halt echt super geeignet. Genau, und dann rollt das ganze Ding hier einmal rüber. Die Besonderheit ist die Anordnung der Bürsten, weil das macht Vorwerk ja auch ganz gut. Ja, genau. Nee, es ist tatsächlich die Leistung der Elektrobürste. Die hat so eine Art Klopfmechanismus, das heißt, die vibriert und holt eben dann, es ist so ein bisschen, als würde man mit einem, als würde man immer draufhämmern mit so einem Teppichklopfer und dann gleichzeitig eben alles einziehen. Und da sieht man schon ganz gut, also ich habe jetzt hier... Ja, Weißt du, was wir jetzt noch machen, damit es mal richtig schwarz wird? Ja. Wir gehen mal zum Arbeitsplatz von der Sandra. Das heißt, du musst den auf jeden Fall immer tragen. Nee, der hat ein Rollbrett. Der hat ein Rollbrett, Das ist okay. da drin, genau. Dann normalerweise zieht man den hinter sich her. Genau. So, und jetzt? So, das ist der Arbeitsplatz. Guck mal hier drunter. Oh ja, da liegt ein bisschen was. Da liegt ein bisschen Nehmen wir was. das gerne mit. Das ist so, in 2 Stunden ist es bei der Sandra, passiert das. Ja, ausgerechnet mein Platz. Ja, ich habe ja gesagt, wenn er mal hier ist, kann er auch... also wenn Sie noch eine gute Reinigungskraft suchen, Ja, hier bin ich. da ist er. Das ist geil, das Teil. Das funktioniert gut, ja, auf jeden Fall. Also da bleibt Und, auf jeden Fall. und ich kann das Gerät dann online bei dir kaufen, oder wie Ja, läuft das? genau. Also wir können das komplett online abwickeln. Wie gesagt, wir fahren auch ab und zu mal gerne. Hier ist eine Fernbedienung, ich mache mal kurz aus, dass man mich versteht. Wir fahren aber, wie gesagt, auch durch die Gegend. Wenn es irgendwie passt, dann machen wir eine Vorführung, so wie jetzt hier. Habe ich nicht mit gerechnet, aber machen wir gerne. Leise ist ja anders. Das heißt, also wenn ja. ich jetzt in einer Mietswohnung bin und mache das nachts um 11, Ja gut, nachts um 11 sollte man mit keinem Staubsauger unbedingt Staubsaugen. Aber du bist bei 73 Dezibel unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert. Das heißt, alles entspannt. so, jetzt zeig mal.
Ja, genau. Also jetzt haben wir ja nur hier, was sind das, 5 Meter gesaugt, würde ich sagen. Du hast da nichts mitgebracht, das ist nichts gefaked, das ist da reingefallen aus dem Geheimfach. Das ist tatsächlich nichts gefaked. Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ich das hier überhaupt mache. So, zeig mal. Machen wir gern. So, machst du jetzt auf Ja, sehr gerne. und dann? Welche Funktion hat das Wasser generell bei dem Staubsauger? Der bindet den Staub komplett. Das heißt, der Staubsauger ist komplett filterlos. Das heißt, er kann nichts verstopfen. Der hat immer die gleiche Leistung. Und der Wasser ist sozusagen über diese patentierte Technik, also dieses Teil sorgt sozusagen mit 280 km/h dafür, dass eben hier ein Wasser, wie so eine Art Wassertornado entsteht. Genau, und die Luft kommt eben hier vorne rein und kommt eben hier hinten wieder raus und wird eben alles, was an Luft da eingesaugt wird eben vom Wasser gebunden. Und dann sieht das Ganze, wie schon erwartet, so aus. Okay. Mit dem Licht. Also, und das waren halt jetzt wie viel Quadratmeter? Ich würde sagen 5 ungefähr. Also ja, wenn man auch hier von unten mal guckt, was da an Sand und so eben immer abgelagert wird. Was ist dann machen wir? Wir schütten das mal ins Klo. Das machen wir. Gerne. Dann kann man es nämlich schön sehen, weil ich kenne das von meinem Kercher. Ich mache das gleich nämlich immer im Hochdruckreiniger auf der Couch. Genau. Und das ist eben das alles in einem Gerät sozusagen. Wo habt ihr denn hier ein Klo? Jetzt sieht man auch sehr, sehr schön. Guck mal hier. Haare. Die Haare. Ja, genau. Also das lohnt sich schon. Also wenn ich jetzt euch hier das ganze Büro saugen würde, dann hätten wir da eine ordentliche Dreckbrühe. Ja, und das wird hier regelmäßig gesaugt, muss man sagen. Aber mit einem ganz normalen Sauger. Das ist eben das. So, und jetzt hier ist das Klo. Genau, darf einmal weg. So, und dann spüle ich einmal kurz mit klarem Wasser nach und dann ist es wieder Ich nehme an, da gibt es noch eine Garantie für, oder? Für das Gerät? Ja klar, 4 Jahre Garantie haben wir ganz normal auf alle technischen Geräte sozusagen, 2 Jahre aufs Zubehör. Also da sind wir... Und nie wieder Staubbeutel kaufen. Nie wieder Staubbeutel kaufen und vor allem Kühler heißt die Firma, gibt es seit 30 Jahren mittlerweile. Und bis heute sind Geräte auf dem Markt oder beziehungsweise werden benutzt, die werden immer noch genauso. Hast du das Handy dabei? Ich hab's Handy dabei. Mach mal deinen Instagram mal auf, gerne. dass wir den mal sehen, weil du weißt, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Ja, sehr gerne. Also ich würde am besten mal den von meiner, also das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das ist von meiner Frau und mir. Das heißt, hier bin ich. Guck, was du sagst. Das Finanzamt hört auch zu. Ja, dann, genau. Gucken. Das ist ja richtiges Gewerbe. Das heißt, ihr seid Vorschauabzugsberechtigt, alles. Ja, klar, genau. Ja, wir machen das. Wir haben auch ein Team von mittlerweile. Zeig mal gerade mal groß machen hier, dass man deine Frau mal sieht. Also das ist meine Frau. Das ist deine Das Frau? ist ein Reel, genau. Die ist aber hübsch. Vielen Dank. Ach, deswegen hast du die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Ja, eben, wer weiß, was noch kommt. Genau, und hier sieht man auch viele Teammitglieder. Das heißt, wir haben 250 Teammitglieder in ganz Deutschland. Stimmt, ja. Das heißt, ich kann bei dir, wenn ich jetzt Bock drauf habe und sage, das Produkt gefällt mir, kann ich sagen, ich kann das bei dir kaufen und krieg dann noch einen Rabatt oder wie doch? Genau, oder wir können auch noch Zubehör eben dazu schenken. Also da sind wir relativ flexibel. Könnt ihr uns einfach anschreiben. Wie gesagt, hier mutimbauch.putzfee. Mutimbauch.putzfee und diese Plattform heißt Instagram. Instagram heißt es, ja genau, da sind wir vertreten. Und da könnt ihr uns anschreiben und wenn ihr auch eine Vorführung haben wollt, entweder wir kommen bei euch vorbei, machen das Ganze so wie hier, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, dass es nicht einen Videorahmen sprengt. Und, aber wie gesagt, Also es hat mich schon überzeugt. Also das freut mich. Können wir gleich einen Kaufvertrag machen. Aber das Coole ist, du bist ja nicht der Typ, der drückt, sondern ihr saugt quasi. Das heißt, also die Leute sind wirklich selbst überzeugt. Ja. Oder schließt du da ab und die dürfen erst wieder raus, wenn... Nein. Also wir sind da, das ist überhaupt nicht unser Style. Wenn jemand, wir lassen das wirklich einfach das Produkt für sich sprechen, zeigen denen, was er machen kann. Weil wir waren vor 2 Jahren Kunden, haben gesagt, hey, das Ding überzeugt uns. Machen wir einfach. Wir machen für andere Sachen auch Werbung, wieso nicht dafür? Und mittlerweile ist das für uns einfach wir haben ein großes... Jetzt hast du ein bisschen... Also das ist Hühler, heißt das Ding. Hühler heißt das Ding, genau. Wenn ihr Interesse habt, schreibt bei uns und dann kriegen wir das... Zeig doch mal gerade diesen Rollwagen, dass die Leute ihn einmal sehen. Ja. Weil sonst denken die, man muss das Ding hintereinander tragen. So, da stellst du es drauf. Und dann kommt eben hier... Ja, verstanden. Ja. So, wenn ich irgendwas schrotte, gibt es die Ersatzteile einzeln? Gibt es einzeln. Bis heute, selbst das erste Modell, der kam 1992 auf den Markt, kann man jede Feder einzeln kaufen. Wir waren in Slowenien, wird da produziert, waren wir im Werk schon ganz oft. Ist eine wirklich seriöse, gute Firma, machen gute Sachen. So, schönes Werbevideo, finde ich gut. mich. Dann danke fürs Einschalten. Komm, wir machen einen letzten Blick auf das, was es eigentlich geht hier. auf deinen 4 Meter Monstervan. Da vorne steht er. Und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mal Bock habt, fahrt nach Fehmarn, ruft ihn an oder guckt auf die Webseite von Monstervan. Ja. Oder von, wie heißt Hühler? Mutimbauch.putzfee. Mutimbauch.putzfee auf Instagram. Ciao.